Lektion 1 zu berücksichtigende Funktionen. Morgen Anna, auf jeden Fall. Gibt es eine andere Funktion, die wir für das Projekt berücksichtigen sollten? Hallo John, ja, wir sollten auch über die Zugänglichkeit für Benutzer nachdenken. Das ist ein toller Punkt. Es ist wichtig, dass alle Benutzer Zugriff haben. Wir, wir möchten sicherstellen, dass jeder davon profitieren kann. Welche spezifischen Barrierefreiheitsfunktionen schlagen Sie vor? Funktionen wie Text-to-Speech und anpassbare Schnittstellen können einen Unterschied machen. Ich mag diese Ideen. Sie verbessern das Benutzererlebnis erheblich. Hilf. Wir sollten auch Feedback von potenziellen Benutzern einholen. Das klingt nach einem soliden Plan. Benutzereingaben sind für Verbesserungen von unschätzbarem Wert. Definitiv. Es wird uns helfen, eine effektivere Lösung zu schaffen. Lektion 2: Neue Orte erkunden. Hi Anna, hallo. Freust du dich auf deine Reise? Hallo John, ja, ich kann es kaum erwarten, neue Orte und Kulturen zu erkunden. Das ist fantastisch. Welchen Ort planen Sie als erstes zu besuchen? Ich habe vor, die historischen Städten zu besuchen. Sie sind immer faszinierend. Tolle Wahl. Die Geschichte kann uns so viel über die Vergangenheit lehren. Ja, während ich dort bin, möchte ich auch die lokale Küche probieren. Das ist eine wunderbare Idee. Essen ist ein so wichtiger Teil der Kultur. Siluf. Ich liebe es, neue Geschmacksrichtungen und Gerichte zu entdecken. Ich auch. Es trägt zum Abenteuer des Reisens bei. Für jede Reise ist eine Chance, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 3: Parlamentarische Verfahren. Hallo Anna, ich habe gehört, dass das Haus heute vor dem Ende des heutigen Verfahrens vorgeladen werden sollte. Hallo John, ja, das stimmt. Es ist wichtig, dass die Mitglieder zusammenkommen und wichtige Themen diskutieren. Welche Themen werden Ihrer Meinung nach auf der Tagesordnung stehen? Ich glaube, dass sie einige dringende Gesetze und Bedenken der Gemeinschaft ansprechen werden. Das macht Sinn. Glauben Sie, dass es hitzige Debatten geben wird? Es ist durchaus möglich. Probleme führen häufig zu unterschiedlichen Standpunkten unter den Mitgliedern. Es macht mir Spaß, diese Diskussionen zu verfolgen. Sie können sehr aufschlussreich sein. Tilhof. Sie zeigen wirklich den demokratischen Prozess in Aktion. Und wann, glauben Sie, wird das Haus nach den Diskussionen vertagt sein? Normalerweise wird es am Ende der Sitzung bekannt gegeben, es kann jedoch variieren. Lektion 4: Die Kunst des Zeichnens. Guten Morgen, Anna. Mit Bleistiften können Sie feine Details in Ihren Kunstwerken erzeugen. Hallo John, das gefällt mir auch. Sie bieten eine Präzision, die andere Werkzeuge oft nicht erreichen können. Genau. Welche Art von Zeichnungen erstellen Sie gerne? Ich liebe es, Porträts zu zeichnen. Emotionen durch Mimik einzufangen fasziniert mich. Das klingt wunderbar. Haben Sie schon einmal versucht, Buntstifte zu verwenden? Ja, das habe ich. Sie verleihen meinen Skizzen eine lebendige Note. Ich kann mir vorstellen, dass Sie Ihre Zeichnungen zum Leben erwecken können. Bevorzugen Sie sie gegenüber Graphit? Es hängt davon ab, welchen Effekt ich erzielen möchte, aber die Verwendung von Buntstiften macht auf jeden Fall Spaß. Das kann ich sehen. Haben Sie eine Lieblingsmarke, die Sie empfehlen? Ich mag Prismacolor wirklich. Sie haben reichhaltige Pigmente und lassen sich wunderbar verblenden. Lektion 5: Eine Auszeit nehmen.
Hallo Anna, einen ganzen Tag frei zu haben, kann manchmal ein zweischneidiges Schwert sein. Hallo John, das stimmt. Es ist zwar toll, sich zu entspannen, aber Sie verlieren dadurch auch die Chance, mehr Geld zu verdienen. Genau, die Balance zwischen Arbeit und Ruhe ist entscheidend für das Wohlbefinden. Ja, und es ist wichtig, diese freien Tage mit Bedacht zu planen, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Haben Sie Strategien, wie Sie Ihre freie Zeit optimal nutzen können? Ich plane gerne Aktivitäten ein, die mich erfrischen, wie Wandern oder Lesen. Das klingt verjüngend. In arbeitsreichen Wochen gehe ich oft Hobbys nach, die ich vernachlässige. Das ist ein toller Plan. Hobbys nachzugehen kann sehr erfüllend sein. Vereinbart. Es ist eine Möglichkeit, neue Energie zu tanken, bevor man zur Arbeit zurückkehrt. Hilf. Dieses Gleichgewicht zu finden, ist der Schlüssel zum Glück. Lektion 6 aus der Traditionen. Morgen Anna, der Überlieferung nach ist der Osterhase ein magischer Hase, der Kinder besucht. Hallo John, ja, es ist eine wunderbare Tradition, die dem Feiertag Spannung verleiht. Was macht Ihrer Meinung nach den Osterhasen so besonders? Ich glaube, dass es die Vorstellung von Überraschung und Freude ist, die Kinder fasziniert. Definitiv. Die Jagd nach versteckten Eiern ist immer voller Spaß. Darauf und die bunten Eier symbolisieren Neuanfang und Frühling. Haben Sie schon einmal an einer Ostereiersuche teilgenommen? Ja, das habe ich. Es war ein unvergessliches Erlebnis voller Lachen und Freude. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, wie Traditionen Menschen zusammenbringen. Ruf. Sie schaffen bleibende Erinnerungen und ein Gemeinschaftsgefühl. Lektion 7 Trainingseinheiten. Hallo Anna, ich habe gehört, dass Trainingseinheiten normalerweise 30 bis 45 Minuten dauern. Hallo John, das stimmt. Für die meisten Menschen ist es ein überschaubarer Zeitrahmen. Welche Art von Training bevorzugen Sie in dieser Zeit? Ich genieße hochintensives Intervalltraining. Es ist effizient und effektiv. Das klingt herausfordernd. Fällt es Ihnen leicht, motiviert zu bleiben? Manchmal kann es schwierig sein, aber das Setzen von Zielen hilft mir, konzentriert zu bleiben. Ich stimme zu. Klare Ziele zu haben, macht einen großen Unterschied. Ja, außerdem liebe ich es, meine Fortschritte zu verfolgen, um Verbesserungen zu sehen. Das ist eine tolle Strategie. Es kann sehr lohnend sein, Zeuge Ihres Wachstums zu werden. Hilf. Es ermutigt sie, immer wieder an ihre Grenzen zu gehen. Lektion 8 Bestattungsarrangements. Hallo Anna, wusstest du, dass eine Beerdigung normalerweise verschiedene Dienstleistungen umfasst? Hallo John, ja. Es ist ein feierlicher Anlass und viele Aspekte müssen arrangiert werden. Genau. Neben der Zeremonie muss in der Regel auch das Grabgrundstück separat erworben werden. Das ist richtig. Es ist wichtig, solche Vorkehrungen im Voraus zu planen. Glauben Sie, dass die Leute diese Details oft übersehen? Ich glaube schon. Es ist ein schwieriges Thema und viele denken lieber nicht darüber nach. Stimmt, aber wenn alles organisiert ist, kann dies die Belastung für Ihre Lieben verringern. Hilf. Es stellt sicher, dass den Wünschen des Verstorbenen angemessen Rechnung getragen wird. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Aspekt bei der Planung einer Beerdigung? Ich halte es für entscheidend, den Service so zu personalisieren, dass er das Leben der Person widerspiegelt. Lektion 9 Handlungen an Werten ausrichten.
Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit über meine Werte nachgedacht, um mein Handeln an ihnen auszurichten. Hallo John, das ist großartig. Selbstreflexion ist ein wirksames Werkzeug für das persönliche Wachstum. Genau. Es hilft zu verstehen, was uns wirklich wichtig ist. Haben Sie seit Beginn dieser Behandlung konkrete Veränderungen in Ihrem Verhalten festgestellt? Ja, ich bin bei meinen Entscheidungen und im Umgang mit anderen achtsamer geworden. Das ist wunderbar. Achtsamkeit kann zu bedeutungsvolleren Beziehungen führen. Ich stimme zu. Es fördert die Authentizität unseres Handelns. Tilwuf, welche Methoden nutzen Sie zur Selbstreflexion? Ich schreibe oft meine Gedanken und Gefühle auf, um Klarheit zu gewinnen. Das klingt effektiv. Schreiben kann helfen, Emotionen zu organisieren und zu verarbeiten. Lektion 10 fit Vorschläge. Hi Anna, ich brauche dringend ein neues Outfit für eine bevorstehende Party. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John, was für eine Art Party ist das? Das kann helfen, die Optionen einzugrenzen. Da es sich um eine halbformelle Zusammenkunft handelt, möchte ich etwas Stillvolles und dennoch Bequemes. Wie wäre es mit einem schönen Blazer, gepaart mit einem schicken Hemd und einer maßgeschneiderten Hose? Das klingt perfekt. Habt ihr Farbempfehlungen? Ich denke, Marineblau oder Anthrazit würden scharf und raffiniert aussehen. Ich liebe diese Farben. Was ist mit Zubehör? Eine schöne Uhr und vielleicht ein Einstecktuch könnten eine nette Note hinzufügen. Tolle Ideen. Ich werde diese auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Jederzeit. Ich bin mir sicher, dass du auf der Party fantastisch aussehen wirst. Lektion 11: Angst überwinden. Guten Morgen, Anna. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Hallo John, mach dir keine Sorgen. Für ihre Sicherheit gibt es ein stabiles Geländer. Das ist beruhigend. Ich bin oft nervös, wenn ich von hohen Stellen herabblicke. Es ist völlig normal, sich so zu fühlen. Haben Sie irgendwelche Techniken zur Bewältigung ausprobiert? Manchmal atme ich tief durch, um mich zu beruhigen. Das ist eine gute Strategie. Wenn Sie sich auf Ihren Atem konzentrieren, können Sie Ängste reduzieren. Ich versuche, mich auch abzulenken, indem ich stattdessen die Landschaft betrachte. Das ist ein ausgezeichneter Ansatz. Eine Verlagerung des Fokus kann einen großen Unterschied machen. Ich werde weiter üben. Ich möchte diese Angst irgendwann überwinden. Du kannst es auf jeden Fall schaffen. Eine schrittweise Exposition kann dabei helfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Lektion 12: Thanksgiving-Traditionen. Hi Anna, wusstest du, dass es ein Thanksgiving auf Trutten gibt? Hallo John, ja, es ist ein traditionelles Gericht, das viele Familien genießen. Sie essen auch Kürbiskuchen, ein süßes Dessert aus Gewürzen. Ja, Kürbiskuchen ist in der Weihnachtszeit für viele ein Favorit. Was macht es Ihrer Meinung nach so besonders? Ich glaube, es ist die Kombination aus Aromen und der Wärme von Familientreffen. Das stimmt. Es weckt bei vielen Menschen nostalgische Erinnerungen. Haben Sie besondere Thanksgiving-Traditionen? Ja, wir teilen vor dem Essen immer mit, wofür wir dankbar sind. Das ist eine schöne Tradition. Es fördert die Dankbarkeit und Verbundenheit innerhalb der Familie. Lektion 13: Räumen Sie Ihren Raum auf. Hi Anna, hast du schon versucht aufzuräumen? Es ist eine großartige Möglichkeit, mit der Organisation Ihres Raums zu beginnen.
Hallo John, ja, ich habe festgestellt, dass das Aufräumen auch meinen Kopf frei bekommen kann. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel mehr Platz Sie haben, wenn Sie unnötige Gegenstände entfernen. Ich stimme zu. Welche Methoden nutzen Sie beim Entrümpeln? Normalerweise gehe ich Raum für Raum durch und entscheide, was ich behalten oder spenden möchte. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie dafür eine bestimmte Zeit eingeplant? Ich versuche, ein Wochenende zu widmen. Auf diese Weise fühlt es sich leichter zu bewältigen an. Das macht Sinn. Was macht man mit sentimentalen Gegenständen? Ein paar behalte ich, aber andere fotografiere ich, um die Erinnerung ohne Unordnung zu bewahren. Das ist eine tolle Idee. Es ermöglicht Ihnen, die Erinnerungen zu bewahren, ohne Platz zu beanspruchen. Lektion 14. Ein neues Zuhause erkunden. Guten Morgen, Anna. Wenn du durch die Vordertür gehst und rechts abbiegst, siehst du das Wohnzimmer. Hallo John, ich bin gespannt, es zu sehen. Wie würden Sie das Wohnzimmer beschreiben? Es ist sehr groß und durch die großen Fenster mit natürlichem Licht gefüllt. Das hört sich herrlich an. Ist es möbliert oder müssen Sie Möbel kaufen? Es ist größtenteils leer, also muss ich ein paar Stücke besorgen, die in den Raum passen. Haben Sie über eine Farbgestaltung der Möbel nachgedacht? Ich denke über neutrale Töne nach, um es gemütlich und dennoch elegant zu halten. Das ist eine kluge Wahl. Neutrale Farben können einen Raum geräumiger wirken lassen. Genau. Außerdem lassen sie sich leicht mit farbenfrohem Dekor ausstatten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alles zusammenpasst. Lektion 15. Budgetierung für die Inneneinrichtung. Hallo Anna, ich habe ein tolles Sofa gefunden, das perfekt in mein Wohnzimmer passt. Hallo John, das ist fantastisch. Wie viel kostet es? Es kostet $100, was meiner Meinung nach für die Qualität angemessen ist. Das klingt nach einem guten Geschäft. Liegt das in Ihrem Budget? Ja, es sollte gut passen, ohne meine Finanzen zu belasten. Bei der Einrichtung einer neuen Wohnung ist es immer ratsam, ein Budget einzuhalten. Absolut. Ich möchte bei der Gestaltung meiner Räumlichkeiten unnötige Schulden vermeiden. Tu es denken. Haben Sie weitere Artikel gefunden, die Sie interessieren? Ich schaue mir auch einige dekorative Kissen an, um einen Farbtupfer hinzuzufügen. Das ist eine tolle Idee. Accessoires können einen Raum wirklich verändern. Lektion 16. Überlegungen zur Reiseversicherung. Guten Morgen, Anna. Sollte ich für diese Reise eine Reiseversicherung in Betracht ziehen? Hallo John, ja, das ist eine gute Idee. Eine Reiseversicherung kann Sie vor unerwarteten Problemen schützen. Welche Situationen werden typischerweise abgedeckt? Sie deckt in der Regel Reiserücktritte, medizinische Notfälle und verlorenes Gepäck ab. Das klingt wichtig. Mussten Sie schon einmal eine Reiseversicherung abschließen? Zum Glück habe ich das nicht getan, aber es hat mir auf meinen Reisen Seelenfrieden gegeben. Ich kann mir vorstellen, wie tröstlich das wäre. Haben Sie einen bevorzugten Versicherungsanbieter? Normalerweise vergleiche ich einige Optionen, um die beste Abdeckung und die besten Tarife zu finden. Das ist klug. Ich muss vor meiner Reise einige Anbieter recherchieren. Definitiv. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass Sie abgesichert sind. Lektion 17. Hotelkosten. Hallo Anna, ich habe ein Hotel gefunden, das mir gefällt, aber es fällt eine zusätzliche Gebühr von $50 pro Nacht an. Hallo John, das klingt vernünftig für ein gutes Hotel.
Welche Annehmlichkeiten bietet es? Es beinhaltet Frühstück und kostenloses WLAN, was ein schöner Bonus ist. Diese Vorteile können einen großen Unterschied machen. Ist es ein günstiger Standort? Ja, es liegt in der Nähe der Sehenswürdigkeiten, die ich besuchen möchte. Das ist großartig. Haben Sie Ihren Aufenthalt schon gebucht? Noch nicht. Ich möchte zunächst meine Reisedaten festlegen. Kluger Schachzug. Flexibilität kann Ihnen helfen, bessere Angebote zu finden. Genau, das werde ich bei der Planung berücksichtigen. Ich bin mir sicher, dass Sie ein tolles Angebot für Ihre Reise finden werden. Lektion 18. Verlängerung beantragen. Hallo Anna, ich habe über die Deadline meines Projekts nachgedacht. Wie wäre es mit einer zweiwöchigen Verlängerung? Hallo John, das klingt vernünftig. Was würden Sie mit dieser zusätzlichen Zeit machen? Ich konnte meine Recherche verbessern und meine Präsentation verfeinern. Das ist ein toller Plan. Haben Sie mit Ihrem Vorgesetzten darüber gesprochen? Noch nicht, aber ich glaube, Sie haben vielleicht Verständnis. Es lohnt sich zu fragen. Ein gut vorbereitetes Projekt zeichnet sich immer aus. Genau, ich möchte sicherstellen, dass ich meine beste Arbeit liefere. Das ist eine lobenswerte Einstellung. Wann planen Sie, mit ihnen in Kontakt zu treten? Ich werde heute eine E-Mail verfassen und sie bis heute Nachmittag versenden. Gute Idee. In diesen Situationen ist eine klare Kommunikation der Schlüssel. Lektion 19. Einkaufen für das Nötigste. Guten Morgen, Anna. Ich muss ein paar wichtige Vorräte auffüllen. Was brauchen Sie konkret? Ich brauche mehr Shampoo, Spülung und Duschgel. Klingt nach einer guten Liste. Gibt es Marken, die Sie bevorzugen? Normalerweise greife ich zu Naturprodukten. Sie sind sanfter zu meiner Haut. Kluge Wahl. Haben Sie in letzter Zeit neue Marken entdeckt? Ja, ich habe kürzlich eine Marke ausprobiert, die Biozutaten verwendet, und ich liebe sie. Das ist großartig. Ich habe Gutes über Bioprodukte gehört. Sie machen wirklich einen Unterschied. Was ist mit dir? Ich suche einfach nach etwas Erschwinglichem, aber Effektivem. Es gibt viele Möglichkeiten da draußen. Sie werden etwas Passendes finden. Lektion 20. Positiv bleiben. Hallo Anna, es war in letzter Zeit etwas herausfordernd, aber ich versuche, positiv zu bleiben. Hallo John, das ist eine gute Einstellung. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Die Arbeit war ziemlich anspruchsvoll und ich fühle mich ein wenig überfordert. Das verstehe ich. Wie gehen Sie mit Ihrem Stress um? Ich versuche, kurze Pausen einzulegen und Achtsamkeitstechniken zu üben. Das ist hilfreich. Achtsamkeit kann den Kopf wirklich frei machen. Ja, es hilft mir, mich wieder zu konzentrieren und meine Energie wieder zu gewinnen. Haben Sie über Hobbys nachgedacht, um dem Stress zu entfliehen? Ich habe darüber nachgedacht, wieder mit der Malerei anzufangen. Es entspannt mich immer. Das klingt wunderbar. Kreative Möglichkeiten eignen sich hervorragend zum Stressabbau. Lektion 21. Den Zweck finden. Guten Morgen, Anna. Ich hatte in letzter Zeit vielleicht eine schwere Pause, aber ich habe eine Menge zu leben, von der ich leben kann. Hallo John, ich bewundere deine Belastbarkeit. Was motiviert Sie? Meine Familie und Freunde sind mein größtes Rückhaltssystem. Das ist wunderbar. Starke Beziehungen können in schwierigen Zeiten wirklich hilfreich sein. Sie erinnern mich an all die schönen Dinge im Leben.
Ja, die Konzentration auf das Positive ist für die psychische Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Ich setze mir auch kleine Ziele, um konzentriert zu bleiben. Das ist ein kluger Ansatz. Das Erreichen kleiner Ziele kann Ihr Selbstvertrauen stärken. Ja, es tut gut, auch kleinere Erfolge zu feiern. Hütewuf. Jeder Schritt vorwärts ist eine Anerkennung wert. Lektion 22. Familienbeziehungen. Hallo Anna, lass uns darüber reden, mit wem du verwandt bist. Normalerweise gibt es eine Mutter und. Hallo John, ja, auch ein Vater. Ich habe auch zwei Geschwister. Das ist schön. Kommt ihr alle gut miteinander aus? Das tun wir. Wir verbringen gerne Zeit miteinander, besonders in den Ferien. Das hört sich herrlich an. Familientreffen können so viel Spaß machen. Sie, wir teilen oft Geschichten und schaffen neue Erinnerungen. Was ist Ihre liebste Familientradition? Ich liebe unseren jährlichen Spielabend. Es bringt alle zusammen. Das klingt nach einem Riesenspaß. Ich denke, Familientraditionen sind so wichtig. Ich stimme zu. Sie stärken unsere Bindungen und schaffen bleibende Erinnerungen. Lektion 23. Anleitungen zur Schmuckerstellung. Hallo Anna, ich wollte schon immer nach Anleitungen zur Schmuckherstellung suchen. Hallo John, das ist ein toller Rat. Haben Sie schon einmal Schmuck hergestellt? Nicht wirklich, aber ich bin lernbegierig. Wie lange dauert es normalerweise, die Grundlagen zu beherrschen? Es kommt darauf an, aber viele Tutorials können Ihnen den Einstieg in nur wenigen Stunden erleichtern. Das klingt überschaubar. Welche Art von Schmuck möchten Sie herstellen? Ich würde gerne ein paar einfache Armbänder und Halsketten kreieren. Das sind wunderschöne Entscheidungen. Haben Sie bestimmte Materialien im Sinn? Ich denke, ich werde mit Perlen und Draht beginnen, da diese recht anfängerfreundlich sind. Gute Idee. Perlen können für viel Abwechslung und Farben sorgen. Ja, ich bin gespannt, was ich schaffen kann. Lektion 24. Liegende Niagarafälle. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass es viele Legenden und Geschichten gibt, die mit den Niagara-Fällen verbunden sind? Hallo John, ja, ich habe gehört, dass es einige faszinierende Geschichten darüber gibt. Eine Legende erzählt von einer Frau, die sich für ihr Volk opferte. Das ist faszinierend. Es verleiht den Wasserfällen eine Schicht Mystik. Absolut. Jede Geschichte unterstreicht die Schönheit des Ortes, finden Sie nicht? Definitiv. Es lässt sie das Naturwunder noch mehr schätzen. Haben Sie schon einmal die Niagara-Fälle besucht? Noch nicht, aber es steht auf meiner Wunschliste. Ich möchte seine Großartigkeit erleben. Du wirst es lieben. Der Klang und Anblick sind wirklich unvergesslich. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich werde unbedingt etwas über die Legenden erfahren, bevor ich gehe. Lektion 25. Aus der Tür stürmen. Hallo Anna, leider hatte ich heute keine Zeit zum Frühstück. Ich musste zur Arbeit aus der Tür eilen. Hallo John, das ist schade. Ein fehlendes Frühstück kann hart sein. Ich weiß, normalerweise fühle ich mich ohne es etwas träge. Haben Sie über schnelle Frühstücksoptionen für geschäftige Morgen nachgedacht? Ich habe Smoothies oder Overnight Oats scheinen praktisch zu sein. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Sie sind sowohl nahrhaft als auch einfach zuzubereiten. Genau. Ich werde versuchen, das nächste Mal im Voraus zu planen.
Planung kann einen großen Unterschied in Ihrer Morgenroutine machen. Sicher. Ich werde mir zum Ziel setzen, besser organisiert zu sein. Das klingt nach einem klugen Plan. Sie werden sich den ganzen Tag über besser fühlen. Lektion 26: Wassersicherheit. Guten Morgen, Anna. Ich werde ins seichte Wasser gehen, aber ich gerate in Panik, wenn das Wasser höher als meine Brust wird. Hallo John, das verstehe ich. Viele Menschen haben im tiefen Wasser Angst. Es ist nur eine Angst, die ich nicht abschütteln kann. Ich mag das Gefühl nicht, den Boden nicht berühren zu können. Das ist völlig normal. Haben Sie darüber nachgedacht, Schwimmunterricht zu nehmen? Ich denke, das könnte helfen. Wenn ich mehr über Schwimmen lerne, kann das mein Selbstvertrauen stärken. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Ihr Komfortniveau zu verbessern. Ich werde es mir ansehen. Ich möchte das Wasser ohne Angst genießen. Das ist ein wunderbares Ziel. Wasser kann so erfrischend und unterhaltsam sein, wenn man sich erst einmal sicher fühlt. Lektion 27: Schwimmveranstaltungen. Hallo Anna, in der Nacht des 8. September klarte das Wetter auf und die Schwimmer gingen vor Mitternacht ins Wasser. Hallo John, das klingt nach einer aufregenden Veranstaltung. War es ein Rennen? Ja, es war ein Nachtschwimmwettbewerb. Die Atmosphäre war elektrisierend. Ich kann es mir nur vorstellen. Nachtschwimmen muss ein Erlebnis sein. Das ist es wirklich. Die im Wasser reflektierten Lichter schaffen eine magische Atmosphäre. Das klingt wunderschön. Haben Sie am Wettbewerb teilgenommen? Das habe ich. Es war herausfordernd, aber aufregend. Ich bewundere deinen Mut. Unter diesen Bedingungen anzutreten ist beeindruckend. Danke. Es hat mich an meine Grenzen gebracht, aber ich habe jeden Moment genossen. Das ist fantastisch. Ich würde gerne eines Tages eine Nachtschwimmveranstaltung sehen. Lektion 28: Modeentscheidungen. Hallo Anna, ich denke, wir haben heute beide eine gute Wahl für unsere Outfits getroffen. Hallo John, ich stimme zu. Ich finde es toll, dass wir einen ähnlichen Modegeschmack haben. Es ist interessant, wie sich unsere Stile ergänzen. Was hat Ihren Look inspiriert? Ich wollte etwas Bequemes und dennoch Stilvolles, also habe ich mich für dieses Kleid entschieden. Das ist eine tolle Wahl. Ich habe mich heute für einen lässigen und dennoch eleganten Look entschieden. Es steht dir gut. Denken Sie oft über die Wahl Ihres Outfits nach. Definitiv. Ich glaube, dass gutes Anziehen das Selbstvertrauen stärken kann. Absolut. Es spiegelt auch unsere Persönlichkeit und Kreativität wider. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Modetipps online zu teilen? Ja, es könnte Spaß machen, andere mit ähnlichen Geschmäckern zu inspirieren. Lektion 29: Vertrauen aufbauen. Guten Morgen, Anna. Ich denke, wir können unsere Teamarbeit stärken, indem wir transparent, zuverlässig und gegenseitig unterstützend sind. Hallo John, das ist ein solider Ansatz. Transparenz schafft Vertrauen in jeder Beziehung. Genau. Wenn wir unsere Gedanken offen teilen, fördert das die Zusammenarbeit. Und wenn wir zuverlässig sind, können sich andere bei Bedarf auf uns verlassen. Rechts. Es schafft ein Gefühl der Sicherheit im Team. Auch die Unterstützung ist entscheidend. Es hilft jedem, sich wertgeschätzt und motiviert zu fühlen. Sind Ihnen konkrete Möglichkeiten zur Verbesserung der Unterstützung in unserem Team aufgefallen? Ja, regelmäßige Check-ins können uns helfen, uns besser zu verstehen. Das ist eine tolle Idee. Ich werde es bei unserem nächsten Treffen vorschlagen.
Ich freue mich darauf, die Meinung aller dazu zu hören. Lektion 30: Zeitmanagement. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich mein Arbeitspensum besser bewältigen kann. Hallo John, das ist wichtig. Welche Strategien erwägen Sie? Ich halte es für wichtig, Aufgaben effektiv zu delegieren. Hilf. Delegation trägt dazu bei, die Arbeitslast zu verteilen und andere zu befähigen. Ich muss auch lernen, manchmal Nein zu sagen, um einem Burnout vorzubeugen. Das ist eine lebenswichtige Fähigkeit. Die Selbstfürsorge sollte immer an erster Stelle stehen. Ja, es ist entscheidend für mein Wohlbefinden, mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Haben Sie Grenzen gesetzt, um dabei zu helfen? Das fange ich gerade an, vor allem im Hinblick auf die Arbeit nach Feierabend. Das ist ein toller Schritt. Es ist wichtig aufzuladen. Lektion 31: Marketingstrategien. Guten Morgen, Anna. Kannst du gute Marketingstrategien empfehlen? Hallo John, Social Media Marketing ist heutzutage ziemlich effektiv. Das habe ich gehört. Welche Plattformen sind Ihrer Meinung nach am nützlichsten? Instagram und Facebook eignen sich hervorragend für visuelle Inhalte. Das macht Sinn. Engagement ist auf diesen Plattformen der Schlüssel. Ja, konsistentes Posten kann dazu beitragen, ein treues Publikum aufzubauen. Haben Sie bestimmte Strategien ausprobiert, die gut funktioniert haben? Ja, ich habe zielgerichtete Anzeigen verwendet, um erfolgreich ein breiteres Publikum zu erreichen. Das ist faszinierend. Ich werde das für meine nächste Kampagne berücksichtigen. Definitiv. Das Experimentieren mit verschiedenen Ansätzen kann zu großartigen Ergebnissen führen. Lektion 32: Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Hi Anna, hast du für das Interview, das wir nächste Woche haben, gelernt? Hallo John, ja. Ich ging häufig gestellte Fragen durch und übte meine Antworten. Das ist klug. Ich denke, die Vorbereitung konkreter Beispiele wird uns dabei helfen, aus der Masse hervorzustechen. Tiluf. Es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Fähigkeiten anhand von Beispielen aus der Praxis zu veranschaulichen. Hast du mit jemandem geübt? Ich habe ein Probeinterview mit einem Freund geführt und es war wirklich hilfreich. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht versuche ich das auch vor dem eigentlichen Vorstellungsgespräch. Es kann Ihr Selbstvertrauen stärken und Ihnen helfen, Ihre Antworten zu verfeinern. Ich stimme zu. Ich fühle mich schon besser vorbereitet. Es ist der Geist. Wir werden es gemeinsam großartig machen. Lektion 33: Kanada kartieren. Hallo Anna, ich habe gerade ein Geschichtsprojekt abgeschlossen, bei dem ich eine Karte von Kanada mit Diagrammen erstellen musste, die die Routen aller großen Flüsse zeigen. Hallo John, das klingt faszinierend. Wie haben Sie den Rechercheprozess empfunden? Es war ziemlich interessant. Ich habe viel über Kanadas Geographie und Geschichte gelernt. Das ist großartig. Haben Sie bestimmte Sehenswürdigkeiten in Ihre Karte aufgenommen? Ja, ich habe auch Nationalparks und historische Stätten hervorgehoben. Diese Ergänzungen müssen dafür sorgen, dass die Karte lebendig und informativ aussieht. Genau. Ich wollte sicherstellen, dass es sowohl lehrreich als auch optisch ansprechend ist. Wie haben Sie entschieden, auf welche Routen Sie sich konzentrieren möchten? Ich habe diejenigen priorisiert, die eine wichtige Rolle im Handel und bei der Erkundung spielten. Das ist eine kluge Wahl. Er verleiht Ihrem Projekt Tiefe. Lektion 34: Einzigartige Gerichte auf Reisen. Guten Morgen, Anna.
Hast du auf Reisen jemals einzigartige Gerichte probiert? Hallo John, absolut. Einmal in Japan hatte ich die köstlichsten Ramen. Das klingt erstaunlich. Was hat es so besonders gemacht? Die Brühe war reichhaltig und aromatisch und die Nudeln waren perfekt gekocht. Ich liebe es, wie jede Region traditionelle Gerichte auf ihre eigene Art und Weise interpretiert. Ja, in Japan habe ich auch Sushi probiert, das direkt vor meinen Augen frisch zubereitet wurde. Frisches Sushi ist ein ganz anderes Erlebnis. Hat es dir gefallen? Ja, es war unglaublich. Die Frische machte den Unterschied. Ich kann es mir nur vorstellen. Welche anderen Länder haben Sie zum Essen erkundet? Italien hatte einige der besten Pasta, die ich je gegessen habe. Lektion 35: Europäische Wettbewerbe. Hallo Anna, wusstest du, dass die Länder Europas miteinander konkurrierten, um das mächtigste Land des Kontinents zu werden? Hallo John, ja. Es ist faszinierend, wie historische Rivalitäten das moderne Europa geprägt haben. Genau. Der Wettbewerb um Ressourcen und Territorium war intensiv. Es hat definitiv politische Allianzen und Konflikte im Laufe der Geschichte beeinflusst. Haben Sie während Ihres Studiums etwas über bestimmte Kriege erfahren? Die Napoleonischen Kriege waren für die Verschiebung der Machtdynamik von besonderer Bedeutung. Das stimmt. Sie hatten nachhaltige Auswirkungen auf die europäische Politik. Es ist interessant zu sehen, wie sich diese Ereignisse auch heute noch auf die Beziehung auswirken. Sicher. Die Lehren aus der Geschichte sind für das Verständnis aktueller Ereignisse von entscheidender Bedeutung. Sylvuf, die Geschichte hilft uns, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Lektion 36: Praktische Fähigkeiten. Guten Morgen, Anna. Ich glaube, dass praktische Fähigkeiten genauso wichtig sind wie theoretisches Wissen. Hallo John, auf jeden Fall. Sie bieten reale Anwendung für das, was wir lernen. Genau. Fähigkeiten wie Kochen oder Budgetieren sind für das tägliche Leben unerlässlich. Sie vermitteln ein Gefühl von Unabhängigkeit und Selbstvertrauen, finden Sie nicht? Ja, die Beherrschung praktischer Fähigkeiten kann eine unglaubliche Stärkung sein. Haben Sie Kurse besucht, um Ihre praktischen Fähigkeiten zu verbessern? Ich habe kürzlich einen Kochkurs besucht und es hat so viel Spaß gemacht. Das hört sich unterhaltsam an. Kochen ist eine wertvolle Fähigkeit. Das ist es wirklich. Ich habe zu Hause mit neuen Rezepten experimentiert. Das ist fantastisch. Kochen kann sowohl kreativ als auch therapeutisch sein. Lektion 37: Erfolgserlebnisse. Hallo Anna, ich denke, die Entwicklung praktischer Fähigkeiten bringt ein Erfolgserlebnis mit sich. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Es ist lohnend, Fortschritte zu sehen. Etwas Neues zu lernen kann unser Selbstvertrauen stärken, oder? Ja, jeder kleine Meilenstein trägt zu unserem Gesamtwachstum bei. Haben Sie das bei einem Ihrer letzten Projekte erlebt? Ja, es fühlte sich großartig an, ein Diacelan-Projekt abzuschließen. Ich habe es genossen, das Endergebnis zu Das sehen. ist wunderbar. Es ist erfüllend, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen. Das ist es wirklich. Es vermittelt ein Gefühl von Stolz und Leistung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin neue Fähigkeiten erlernen, um dieses Gefühl aufrechtzuerhalten. Das ist eine tolle Einstellung. Kontinuierliches Lernen ist so wichtig. Lektion 38: Gott zu Taten. Guten Morgen, Anna.
Ich habe alle Zutaten zusammengetragen, die ich für mein Rezept brauchte. Hallo John, das ist großartig. Was hast du vor zu kochen? Ich mache eine Gemüsepfanne. Es ist gesund und schnell. Das hört sich köstlich an. Apropos Zutaten, gibt es im Laden viele Optionen. Ja, es gibt eine große Auswahl an frischem Gemüse und Gewürzen. Das ist großartig. Frische Zutaten machen einen großen Geschmacksunterschied aus. Ich stimme zu. Kochen Sie auch gerne mit frischen Zutaten? Definitiv. Es macht mehr Spaß und ist lohnender. Welches Gericht bereiten Sie am liebsten mit frischen Zutaten zu? Ich liebe es, Salate mit einer Mischung aus buntem Gemüse zuzubereiten. Lektion 39. Langweilige Aktivitäten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass manche Aktivitäten ziemlich langweilig klingen können. Hallo John, ich stimme zu. Welche Aktivitäten finden Sie langweilig? Manchmal können Aufgaben wie das Organisieren von Dateien mühsam sein. Es stimmt. Es fällt mir schwer, in diesen Zeiten motiviert zu bleiben. Genau. Meine Freundin Joanne kam kürzlich vorbei und ihre Haare sind immer fabelhaft. Tiffy, als sie tippt für die Frisur. Ja, sie hat einige tolle Haarpflegeroutinen vorgestellt, die helfen könnten. Das würde ich gerne hören. Es ist immer schön, neue Beauty-Tipps zu erfahren. Sicher. Vielleicht könnten wir irgendwann einmal einen Haarpflegetag zusammen verbringen. Das hört sich lustig an. Ich bin immer bereit, mit Stilen zu experimentieren. Lektion 40. Joghurt und Käse. Guten Morgen, Anna. Haben wir noch Joghurt im Kühlschrank? Hallo John, ja, wir haben noch etwas Joghurt übrig. Großartig. Wie wäre es mit Joghurt oder Käse als Snack? Joghurt hört sich gut an. Es ist gesund und erfrischend. Für zusätzlichen Geschmack könnten wir etwas Obst hinzufügen. Das ist eine hervorragende Idee. Frisches Obst macht Joghurt noch besser. Welche Früchte mischen Sie gerne unter? Ich liebe es, Beeren hinzuzufügen. Sie sind süß und nahrhaft. Beeren sind perfekt. Für den Crunch füge ich vielleicht noch etwas Müsli hinzu. Das hört sich köstlich an. Lass es uns gemeinsam vorbereiten. Lektion 41. Liebesspiele. Hi Anna, warst du schon einmal bei einem Live-Spiel? Hallo John, ja. Ich habe ein paar Embalar-Spiele besucht und sie waren aufregend. Das ist großartig. Die Atmosphäre muss elektrisierend sein. Das ist es wirklich. Die Energie des Publikums macht es unvergesslich. Gab es ein Lieblingsspiel, das Sie besucht haben? Ja, es gab ein Playoff-Spiel, das unglaublich intensiv war. Ich kann es mir vorstellen. Hat Ihr Team gewonnen? Das haben sie. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Ich würde gerne einmal einem Live-Spiel beiwohnen. Es scheint ein Riesenspaß zu sein. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist eine Erfahrung, die Sie nicht vergessen werden. Lektion 42. Besuch im Sportgeschäft. Hi Anna, ich auch. Besuchen wir ein Sportgeschäft. Sie haben alles, was wir brauchen. Hallo John, das klingt nach einem Plan. Was hoffen Sie zu finden? Ich bin auf der Suche nach neuen Laufschuhen. Meine alten sind abgenutzt. Ich brauche eine neue Yogamatte. Der, den ich habe, ist zu rutschig. Das ist wichtig für die Balance. Bevorzugen Sie eine bestimmte Marke?
Ich habe großartige Dinge über Lieferung gehört. Ihre Matten sind sehr langlebig. Die muss ich mir mal anschauen. Normalerweise greife ich bei Laufschuhen zu Asics. Asics ist eine gute Wahl. Sie bieten eine gute Unterstützung auf langen Strecken. Genau. Wirst du mit mir ein paar Ausrüstungsgegenstände ausprobieren? Natürlich. Je mehr, desto besser. Wir können unsere Erkenntnisse teilen. Lektion 43: Optionen erkunden. Morgen, Anna, das klingt nach einem Plan. Lassen Sie uns verschiedene Optionen für unsere Reise erkunden. Hallo John, ja, es wird Spaß machen, unsere Erkenntnisse im Anschluss zu teilen. Wie sammeln Sie am liebsten Informationen bei der Planung? Normalerweise suche ich online nach Bewertungen und Empfehlungen. Das ist klug. Ich lese gerne Reiseblogs für persönliche Erlebnisse. Blogs können wirklich aufschlussreich sein. Habt ihr in letzter Zeit gute gefunden? Ja, ich bin auf einen über verborgene Schätze in Europa gestoßen. Das klingt faszinierend. Ich würde gerne mehr darüber hören. Wir können es bei einem Café besprechen, wie wir planen. Perfekt. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken können. Lektion 44: Korruptionsprobleme. Hallo Anna, hast du schon davon gehört, dass Korruption in vielen Ländern ein ernstes Problem darstellt? Hallo John, ja, es ist alarmierend. Es gibt verschiedene Arten von Korruption oder Genau. Bestechung und Unterschlagung gehören zu den häufigsten Fällen. und sie können das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung wirklich schädigen. Rechts. Welche wirksamen Möglichkeiten gibt es Ihrer Meinung nach, dem entgegenzuwirken? Transparenz und Rechenschaftspflicht sind wesentliche Schritte. Ich stimme zu. Auch die Aufklärung der Bürger über ihre Rechte kann hilfreich sein. Mündige Bürger sind im Kampf gegen Korruption von entscheidender Bedeutung. Es ist ein komplexes Thema, aber jede Anstrengung zählt. Beruf. Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Lektion 45: Reisepläne. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Reisepläne gemacht? Hallo John, ja. Eigentlich plane ich nächsten Monat eine Reise nach Italien. Das klingt erstaunlich. Welche Städte planen Sie zu besuchen? Ich möchte Rom, Florenz und Venedig erkunden. Das sind alles wunderschöne Orte. Worauf freust du dich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, die Kunst und Architektur zu sehen, insbesondere das Kolosseum. Das Kolosseum ist atemberaubend. Planen Sie, lokale Gerichte auszuprobieren? Definitiv. Ich freue mich auf authentische Pasta und Gelato. Das hört sich köstlich an. Wenn Sie zurückkommen, müssen Sie Ihre Erfahrungen teilen. Ich bin mir sicher, dass es ein unvergessliches Abenteuer wird. Lektion 46: Naturtherapie. Hi Anna, ich könnte nach dieser arbeitsreichen Woche etwas Naturtherapie gebrauchen. Hallo John, dich auch. Draußen sein kann so erfrischend sein. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende einen Wanderausflug planen? Das klingt nach einer tollen Idee. Haben Sie eine bestimmte Route im Sinn? Ich dachte an den in der Nähe des Sees. Es ist wunderschön zu dieser Jahreszeit. Ich liebe diesen Weg. Die Aussicht ist atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Genau. Je mehr, desto besser. Wir können auch ein paar Freunde einladen. Das würde es noch angenehmer machen. Lass uns einen Plan machen.
Ja, ich werde mir die Logistik ansehen und wir können es abschließen. Perfekt. Ich freue mich schon darauf. Lektion 47. Leistungsdynamik verstehen. Hallo Anna, es ist wichtig, uns nicht von der Realität der Macht abzuschneiden. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Das Verständnis der Machtdynamik ist von entscheidender Bedeutung. Genau. Wie können wir Ihrer Meinung noch über diese Realitäten informiert bleiben? Es kann hilfreich sein, sich an Diskussionen zu beteiligen und unterschiedliche Perspektiven zu lesen. Das ist ein guter Punkt. Wir sollten uns nicht in ein Ghetto der Sentimentalität über unsere Vergangenheit zurückziehen. Ja, es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen, ohne von ihr gefangen zu werden. Wie kann dieses Bewusstsein Ihrer Meinung nach unser Handeln beeinflussen? Es kann uns motivieren, uns für positive Veränderungen in unseren Gemeinden einzusetzen. Absolut. Befähigte Einzelpersonen können Ungerechtigkeiten wirksam bekämpfen. Dieses Bewusstsein ist der Schlüssel zur Förderung einer gerechteren Gesellschaft. Lektion 48. Neue Kunden gewinnen. Guten Morgen, Anna. Hast du schon einmal versucht, Rabatte anzubieten, um neue Kunden anzulocken? Hallo John, ja. Rabatte können eine wirksame Strategie zur Umsatzsteigerung sein. Welche Art von Rabatten fanden Sie am attraktivsten? Ein Prozentsatz des Gesamtkaufpreises funktioniert oft gut. Das stimmt. Beliebt sind auch BOGO-Angebote, BUI ohne geht ohne. Definitiv. Sie erzeugen ein Gefühl der Dringlichkeit und regen zum Kauf an. Bemerken Sie Veränderungen im Kundenverhalten, wenn Rabatte angeboten werden? Ja, Menschen entdecken eher neue Produkte, wenn sie Rabatte sehen. Das ist eine tolle Beobachtung. Es kann auch zur Kundenbindung führen. Ja, zufriedene Kunden kehren oft zurück, um mehr zu verlangen. Lektion 49. Nostalgische Puppen. Hi Anna, als ich ein Kleinkind war, habe ich eine Stoffpuppe bekommen. Hallo John, das hört sich süß an. War es eine besondere Puppe für Sie? Ja, es war eine sehr schlichte kleine Puppe, aber sie hatte einen hohen sentimentalen Wert. Ich verstehe. Manchmal birgt die Einfachheit die meisten Erinnerungen. Genau. Haben Sie Lieblingsspielzeuge aus Ihrer Kindheit? Ich hatte einen ausgestopften Bären, den ich überall hin mitnahm. Es war mein bester Freund. Das ist wunderbar. Es ist erstaunlich, wie Spielzeug unsere frühen Erfahrungen prägen kann. Tja, sie stehen oft für Trost und Geborgenheit in der Kindheit. Ich denke, das ist der Grund, warum wir diese Gegenstände auch als Erwachsene schätzen. Ruf, sie erinnern uns an einfachere Zeiten in unserem Leben. Lektion 50. Wachsende Unabhängigkeit. Guten Morgen, Anna. Es ist wichtig, ein reifer und unabhängiger Mensch zu werden. Hallo John, ich stimme zu. Es ist eine Reise, die die Unterstützung anderer erfordert. Genau. Ich danke allen, die an meiner Entwicklung beteiligt waren. Das ist ein schönes Gefühl. Dankbarkeit ist wichtig für unser Wachstum. Ja, wie prägen unsere Beziehungen Ihrer Meinung nach unsere Unabhängigkeit? Sie schaffen eine Vertrauensbasis und ermutigen zum Entdecken. Das stimmt. Unterstützende Beziehungen können Vertrauen schaffen. Da, sie können uns nebenbei auch wertvolle Lektionen fürs Leben beibringen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil des Erwachsenwerdens. Ruf, jede Erfahrung prägt, wer wir werden.
Lektion 51 Camping-Grundlagen. Hallo Anna, ich suche einen Schlafsack, einen tragbaren Kocher und eine Stirnlampe. Hallo John, das sind tolle Campingutensilien. Planen Sie eine Reise? Ja, ich mache am Wochenende ein Campingabenteuer mit Freunden. Das klingt spannend. Haben Sie sich schon für einen Campingplatz entschieden? Wir denken über einen Nationalpark nach. Die Landschaft dort ist wunderschön. Bitte Wein. Hast du deine gesamte Ausrüstung bereit? Fast. Sie müssen nur ein paar Gegenstände wie den Herd und die Stirnlampe besorgen. Für ein angenehmes Erlebnis ist eine zuverlässige Ausrüstung wichtig. Definitiv. Ich möchte sicherstellen, dass alle in Sicherheit sind und die Reise genießen. Das ist eine tolle Einstellung. Vorausplanung macht den Unterschied. Lektion 52 Die Freude an selbstgemachten Kreationen. Hallo Anna, außerdem lohnt es sich, deine eigenen hausgemachten Kreationen zu probieren. Hallo John, absolut. Es ist etwas Besonderes, von Kronen auf zu kochen. Welches Gericht bereiten Sie zu Hause am liebsten zu? Ich liebe es, Brot zu backen. Der Duft erfüllt das ganze Haus. Das klingt herrlich. Ich mache gerne Pasta. Es ist so ein lustiger Prozess. Ausgemachte Pasta ist die beste. Haben Sie eine geheime Zutat? Normalerweise füge ich für einen einzigartigen Geschmack eine Prise Muskatnuss hinzu. Das ist clever. Manchmal verwende ich Kräuter aus meinem Garten. Frische Kräuter verleihen einem Gericht das gewisse Etwas. Haben Sie versucht, Desserts zuzubereiten? Ja, ich habe kürzlich einen Schokoladenkuchen gebacken, der bei einer Versammlung ein Hit war. Klingt köstlich. Backen kann auch so therapeutisch sein. Definitiv. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität in der Küche auszudrücken. Lektion 53 Nordamerikanische Sterbe- und Bestattungspraktiken. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie die meisten Menschen in Nordamerika sterben? Hallo John, ja, es ist ein schweres Thema, aber es ist wichtig, darüber zu diskutieren. Viele entscheiden sich für traditionelle Bestattungen, aber die Einäscherung wird immer häufiger. Das stimmt. Die Feuerbestattung bietet oft eine einfachere und kostengünstigere Option. Sind Ihnen kulturelle Unterschiede bei den Bestattungspraktiken aufgefallen? Ruf. In einigen Kulturen gibt es aufwendige Zeremonien zur Ehrung des Verstorbenen. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Bräuche sein können. Was prägt Ihrer Meinung nach diese Praktiken? Geschichte, Religion und persönliche Überzeugungen spielen alle eine wichtige Rolle. Genau. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu verstehen und zu respektieren. Ja, es hilft uns, die Vielfalt im Umgang mit Verlusten zu schätzen. Lektion 54 Kanadische Währung. Hallo Anna, hast du schon von den Namen gehört, die wir für unsere Münzen verwenden? Hallo John, ja. Es ist lustig, dass wir unsere 1 $-Münzen Verrückte nennen. Rechts. Und die 2-Dollar-Münzen heißen Tonis. Was für eine eigenartige Namensgebung. Ich liebe es. Es verleiht unserer Währung Charakter. Benutzt du sie oft? Nicht mehr so oft, aber ich erinnere mich, dass ich sie als Kind gesammelt habe. Münzen sammeln kann Spaß machen. Jeder hat seine eigene Geschichte. Absolut. Haben Sie sich jemals mit der Geschichte dahinter befasst? Ja, einige Münzen haben einzigartige Designs, die das kanadische Erbe widerspiegeln. Das ist faszinierend. Es ist eine großartige Möglichkeit, etwas über unsere Kultur zu lernen.
Tja, die Währung kann uns so viel über die Identität einer Nation verraten. Lektion 55: Gebühren für Fitnesskurse. Guten Morgen, Anna. Toll, dass es so viele Fitnesskurse gibt. Hallo John, ja, ich bin neugierig. Gibt es eine Gebühr für die Teilnahme am Kurs? Nein, alle Fitnesskurse in unserem Gemeindezentrum sind ergänzend. Das ist fantastisch. Es regt mehr Menschen zur Teilnahme an. Genau. Kostenlose Kurse können dazu beitragen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Haben Sie irgendwelche Kurse ausprobiert? Ich habe Yoga und Zumba gemacht. Beides macht so viel Spaß. Die klingen großartig. Ich würde gerne an einem Zumba-Kurs mit dir teilnehmen. Das wäre großartig. Die Energie in diesen Kursen ist ansteckend. Tja, außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, aktiv zu bleiben und neue Leute kennenzulernen. Lektion 56: Einkaufserlebnisse. Hi Anna, als ich das letzte Mal im Einkaufszentrum war, sind mir so viele neue Geschäfte aufgefallen. Hallo John, hast du bestimmte Geschäfte im Sinn? Ich habe eine neue Boutique gesehen, die sich auf handgefertigten Schmuck spezialisiert hat. Das klingt interessant. Ich liebe einzigartige handwerkliche Stücke. Ebenfalls, es ist etwas Besonderes, lokale Kunsthandwerker zu unterstützen. Syluf, haben Sie versteckte Schätze im Einkaufszentrum entdeckt? Ja, es gibt einen tollen Laden, der umweltfreundliche Produkte verkauft. Das ist fantastisch. Es ist immer schön, nachhaltig einzukaufen. Dadurch fühlt sich das Einkaufen sinnvoller an, nicht wahr? Ja, ich fühle mich gut, weil ich weiß, dass ich etwas Positives bewirken kann. Lektion 57: Die Freude am Kochen. Hi Anna, hört sich lecker an. Ich werde sie unbedingt zu meiner Einkaufsliste hinzufügen. Hallo John, was hast du vor zu kochen? Ich denke darüber nach, eine Gemüsepfanne und eine hausgemachte Soße zuzubereiten. Das hört sich lecker an. Welches Gemüse möchten Sie verwenden? Ich liebe Paprika, Brokkoli und Zuckerrüben wegen ihrer Knusprigkeit. Tolle Auswahl. Haben Sie darüber nachgedacht, Gewürze hinzuzufügen? Ja, normalerweise füge ich Knoblauch und Ingwer für den zusätzlichen Kick hinzu. Diese Aromen werten das Gericht so gut auf. Kochen Sie oft gerne. Ich tue. Es ist therapeutisch und lohnend, etwas von Grund auf neu zu erschaffen. Ich stimme zu. Außerdem macht es noch besser, diese Mahlzeiten mit Freunden zu teilen. Lektion 58: Lernherausforderungen. Guten Morgen, Anna. Fällt es dir schwer, alleine zu lernen? Hallo John, es kann manchmal eine Herausforderung sein, aber ich versuche, motiviert zu bleiben. Das ist wichtig. Welche Strategie nutzen Sie, um konzentriert zu bleiben? Ich setze mir kleine, erreichbare Ziele, um meinen Fortschritt zu verfolgen. Das ist ein kluger Ansatz. Suchen Sie auch Hilfe bei anderen? Ja, ich schließe mich oft Lerngruppen an. Sie bieten großartige Unterstützung. Zusammenarbeit kann das Verständnis wirklich verbessern. Haben Sie hilfreiche Ressourcen gefunden? Absolut. Online-Tutorials und Foren sind für das Lernen von unschätzbarem Wert. Ich stimme zu. Sie bieten vielfältige Perspektiven und Erklärungen. Es ist spannend, von verschiedenen Menschen und Erfahrungen zu lernen. Lektion 59: Windtage Modetrends. Hi Anna, ist dir aufgefallen, dass Windtage Mode in letzter Zeit ein Comeback feiert? Hallo John, ja.
Es ist faszinierend, wie Trends wieder zum Stil werden. Ich weiß. Besonders beliebt sind heutzutage Artikel aus den 70er und 90er Jahren. Hilf. Aufgrund dieses Trends florieren Sekondantläden. Haben Sie einen Lieblings-Vintage-Stil, den Sie gerne tragen? Ich liebe den bohemian Look mit fließenden Kleidern und mehrschichtigen Accessoires. Das klingt wunderschön. Ich interessiere mich für Retrografik-T-Shirts und Janzjacken. Das sind klassische Entscheidungen. Vintage-Stücke erzählen oft eine Geschichte. Genau. Es ist, als würde man ein Stück Geschichte tragen. Außerdem ist es nachhaltig, ältere Kleidungsstücke wieder zu verwenden.